Die Disney-Plus-Serie Ahsoka ist mit einem Doppelschlag von Episoden voller Entwicklungen und Anspielungen auf die Star-Wars-Geschichte gestartet. Hier sind alle wichtigen und auch einige der kleinen Dinge. Das letzte Mal, dass die Zuschauer Ahsoka und Sabine zusammen gesehen haben, war im Finale von Star Wars Rebels. Ezra blieb an Bord von Thrawns Schiff, um sicherzustellen, dass er ein für alle Mal besiegt wurde, als sie verschwanden. Dies ermöglicht es den Rebellen, die Kommandozentrale zu zerstören und einen Sieg zu erringen, aber Ezra ist immer noch im Winde verweht. Am Ende schließen sich Sabine und Ahsoka zusammen, um nach Ezra zu suchen, auch wenn das sehr aussichtslos ist. Obwohl es ein hoffnungsvolles Ende ist, hat sich ihre Beziehung zwischen Rebels und Ahsoka eindeutig verschlechtert. Nachdem sie sich mit Hera beraten hat, besucht Ahsoka Sabine, weil sie glaubt, dass ihr künstlerisches Auge ihr helfen könnte, herauszufinden, wie sie die Karte öffnen kann, die sie zu Beginn der Episode sichergestellt hat. Sabine ist fasziniert, möchte aber nicht zu viel Zeit mit Ahsoka verbringen. Also stiehlt sie die Karte und geht zurück in ihr Versteck, um daran zu arbeiten. Das einzige Problem ist, dass Morgan Elizabeth Shin-Hati den Lehrling von Baylan Skoll anweist, nach Lothal zu reisen, um die Karte zu holen, die Ahsoka gestohlen hat. Sabines Lichtschwertfähigkeiten sind eingerostet und Shin ist viel zu mächtig. Shin gelingt es nicht nur, ihr die Karte zu entreißen, er versetzt Sabine auch einen bösen Schlag in den Magen, der sie schwer verletzt. Glücklicherweise überlebt Sabine den Angriff und erholt sich in einem medizinischen Zentrum. Sabine findet heraus, dass die Karte einen Weg zwischen zwei Punkten zeigt, aber sie kann nicht genau erkennen, um welche beiden Punkte es sich handelt, bevor Shin sie angreift. Weitere Informationen kommen ans Licht, als Shin, Baylan und Morgan Elsbeth eine Stätte besuchen, die von einem alten Volk aus einer fernen Galaxie entworfen wurde. Sie sehen sich eine vergrößerte Version der Karte an, die Sabine gesehen hat. Ein Pfad verbindet eine Galaxie mit einer anderen und das Ziel ist Admiral Thrawns Aufenthaltsort. Thrawns Rückkehr wird seit langem angepriesen. Er ist am Ende von Rebels nicht wirklich gestorben und in The Mandalorian wurde er ein paar Mal erwähnt. Ahsoka sucht in Kapitel 13 die Jedi nach Informationen über ihn und sein Name taucht in Kapitel 13 die Spione wieder auf, als sich Moff Gideon mit dem Schattenrad trifft. Grand Admiral Thrawn's return will herald in the re-emergence of our military. Thrawns Rückkehr in die Galaxis wurde lange herbeigesehnt und das Wort Krieg taucht in den ersten beiden Folgen von Ahsoka wiederholt auf. Es gibt noch Reste des Imperiums und das wird sicherlich eine Rolle bei der Wiederbelebung von Imperator Palpatine und dem Aufstieg der Ersten Ordnung spielen. Aber welche Rolle wird Thrawn bei all dem spielen? Das bleibt abzuwarten, denn wie Baylan erwähnt, ist der weitere Weg noch unklar. Es wird mehr Arbeit erfordern, zu den Koordinaten von Thrawn und Ezra zu reisen und Ahsoka ist ihnen dicht auf den Fersen. Obwohl Ahsoka die Karte verloren hat, gibt sie nicht kampflos auf. Während Sabine sich erholt, reisen Ahsoka und Hera nach Corellia, woher einer der Droiden stammt. Fans wissen wahrscheinlich noch, dass Corellia der Heimatplanet von Han Solo ist. Nach dem Fall des Imperiums ist es eine Schiffswerft für die neue Republik, was die Anwesenheit eines solchen Droiden verdächtig macht. Die gesamte imperiale Technologie hätte demontiert werden müssen, aber der Rebellion ist es nicht gelungen, das Imperium vollständig auszulöschen. Ahsoka und Hera erhalten eine Menge zweifelhafter Informationen von Minwaver, der erzählt, dass imperiale Güter von der Republik übernommen wurden und dass diejenigen, die für das Imperium gearbeitet haben, jetzt für sie arbeiten. Das passt Ahsoka und Hera natürlich gar nicht, denn sie zweifeln an der Loyalität der ehemaligen Imperialen. Ihr Verdacht bestätigt sich, als sie angegriffen werden, als sie versuchen, einen Transport mit einem Droiden der HK-Klasse am Abflug zu hindern. Das Schiff entkommt, aber nicht bevor Hera und Chopper einen Peilsender anbringen können. In der Fortsetzungstrilogie wird die Erste Ordnung als neue Bedrohung etabliert und die zweite Episode von Ahsoka liefert eine Reihe von Hinweisen darauf, wie diese ruchlosen Kräfte so schnell wieder an die Macht gelangen konnten. Ihre Loyalität erstreckt sich nicht nur auf denjenigen, der sie bezahlt. Zahlreiche Personen arbeiten hinter den Kulissen, um die neue Republik zu umgehen. It's not loyalty. It's greed. Die Annahme der neuen Republik, die ehemaligen Imperialen würden sich fügen, wird sich als ihr Verhängnis erweisen. Die Intrigen, die es Morgan Elsbeth ermöglichen werden, Thrawn zu erreichen, sind bereits im Gange. Und als sie sich bei Baylan und Shin meldet, verrät sie, dass die Installation des letzten Hybridantriebes gerade in Arbeit ist. Sobald er fertiggestellt ist, wird das Auge von Skian es Morgan und den anderen Antagonisten ermöglichen, Thrawn zu erreichen. Dies steht im Zusammenhang mit den Szenen auf Corellia. Während die Republik die imperiale Technologie für ihre eigenen Zwecke nutzen wollte, bedeutete die Tatsache, dass Leute, die dem Imperium gegenüber loyal waren, weiterhin daran arbeiteten, dass Morgan immer noch das bekommen konnte, was sie brauchte. Zum Glück geben Ahsoka und ihr Team nicht so schnell auf. Young informierte sie darüber, wie das Schiff, an dem ein Peilsender angebracht war, in das DNIP-System gelangt ist. Dieses Schiff hatte einen Hybridantriebskern an Bord, den Morgan wahrscheinlich brauchte, um ihr Schiff fertigzustellen. Die Bösewichte haben vielleicht, was sie brauchen, um ihre Ziele zu erreichen, aber eine wiedervereinigte Ahsoka und Sabine sind auf dem Weg.
In den ersten beiden Episoden von Ahsoka herrscht Feindseligkeit zwischen Ahsoka und Sabine. Aber Sabine scheint die Vergangenheit loszulassen, um nach vorne zu blicken und zu versuchen, Ezra zu retten. Am Ende von Episode 2 schneidet sich Sabine die Haare ab, legt ihre Mandalorianer-Rüstung an und schließt sich Ahsoka bei ihrer Suche nach dem DNIP-System an. Ahsoka bezeichnet Sabine sogar als Padawan, die Bezeichnung der Jedi für einen Lehrling. Sabine kennt sich mit Padawanen gut aus. Ezra lernte unter Kanan Jarrus in Star Wars Rebels. In ihrem Kampf gegen Shin schwang sie ein Lichtschwert, aber das bedeutet kaum, dass sie als Machtanwenderin betrachtet werden kann. Während Star Wars Rebels ist Sabine in der Nähe von mehreren Machtanwendern, zeigt aber selbst nie ihre Fähigkeit und sie ist schon weit über das Alter hinaus, in dem die meisten sich ihrer Kräfte bewusst werden. Dennoch gibt es in Star Wars Rebels und anderen Serien Hinweise darauf, dass Sabine machtsensitiv sein könnte. Ahsoka steht schließlich erst am Anfang. Nachdem wir nun die wichtigsten Punkte der Handlung abgehandelt haben, können wir uns einigen der heimlichen Easter Eggs zuwenden, die in den Episoden zu finden sind. Da wäre zunächst einmal die schwarz gefärbte 3PO-Einheit auf dem Schiff, das Morgan Elsbeth transportiert. Diesem Protokolldruiden wird von der Kamera unverhältnismäßig viel Liebe entgegengebracht. Selbst nachdem er zerstört wird, wirft Yang einen gezielten Blick auf seinen zerstörten Torso. Die markante Lackierung des Druiden ist eindeutig eine Anspielung auf 000. Der pechschwarze Folterdruide stammt aus den Star Wars Comics und verbindet die Wortkargheit und das unscheinbare Äußere von C-3PO mit dem Geist eines reuelosen Sadisten. Natürlich hängt der Druide gerne mit dem ebenso schurkischen R2-D2-Doppelgänger BT-1 herum. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass dieser schwarze 3PO, den wir in Meister und Lehrling sehen, ein paar rote Augen bekommt und zu 000 wird, aber die optische Ähnlichkeit scheint kein Zufall zu sein. In die Klonkriege war Ahsoka dafür bekannt, dass sie mit ihren Lichtschwertern improvisierte Eingänge in den Boden oder die Decke schlug. Zum Zeitpunkt von Ahsoka hat sie diese Fähigkeit zu einer Kunstform verfeinert. Ein erster cooler Moment in der Serienpremiere zeigt, wie Ahsoka die Macht nutzt, um ihre Lichtschwerter um sie herumzuschleudern, um ein Loch in den Boden zu schneiden, um in eine versteckte Kammer zu gelangen. Der Moment ist eine klare Anspielung auf The Clone Wars, aber wie sich herausstellt, ist das erst der Anfang. Als feindliche Droiden auftauchen und ihr die Karte streitig machen, die sie gerade erhalten hat, springt sie wieder in die Kammer und untergräbt buchstäblich mehrere Gegner, indem sie ihnen den Boden unter den Füßen wegschneidet. Das Grinsen auf ihrem Gesicht kurz bevor sie diesen Trick durchführt, verrät, wie sehr sie sich dabei verbiegen kann. Es scheint, als würde sie sich einfach nur freuen, eine Ausrede zu finden, um ihren klassischen Trick aus der Zeichentrickserie anzuwenden. Die Stimmung schlägt plötzlich um, als Home One Ahsokas Schiff kontaktiert, um ihr die Nachricht zu überbringen, dass Morgan Elsbeth geflohen ist. Es gibt auch einen für Fans der Star Wars Zeichentrickserie sehr bedeutsamen Moment, als Yang den Ruf von Home One entgegennimmt und Ahsokas Codenamen erwähnt. Come in, Home One. This is Fulcrum. Over. Fulcrum ist die Bezeichnung für eine wichtige und einflussreiche Fraktion von Rebellenagenten, die maßgeblich zum Sturz des Imperiums beigetragen haben. Zu ihren Reihen gehörten Schwergewichte wie Cassian Andor. Zufälligerweise ist Ahsoka die Erfinderin des Fulcrum-Systems und die prominenteste Agentin, die diesen Namen trägt. Es ist also sowohl unglaublich cool, als auch äußerst passend, dass der Titel als ihr Rufzeichen weiterlebt. Als Governor Ryder Asadi seine große Rede auf Lothal hält, ist im Hintergrund ein seltsames cartoonhaftes Wandgemälde zu sehen. In der zweiten Episode ist es noch deutlicher zu sehen, als Sabine es betrachtet, nachdem sie sich die Haare geschnitten hat. Der Kunststil widerspricht im Grunde allem, was wir in der Live-Action von Star Wars gesehen haben. Aber darum geht es ja auch, oder? Dieses Kunstwerk ist wohl die offensichtlichste Anspielung darauf, dass Ahsoka alles den Zeichentrickserien verdankt, die vor ihr erschienen sind. Sabine Wren malte dieses als Spectres Mural bekannte Wandbild der titelgebenden Truppe gegen Ende von Star Wars Rebels und besuchte es, kurz bevor sie sich mit Ahsoka auf die Reise machte, um Ezra Bridger zu finden. Das Rebels genaue Auftauchen des Wandgemäldes in Ahsoka bestätigt im Wesentlichen, dass die Serie ihre Wurzeln nicht verheimlicht. Das wird noch deutlicher, als Ahsokas T6 Jedi-Shuttle über Sabines Turm fliegt, in einer nahezu perfekten Nachstellung eines Momentes aus der letzten Episode von Rebels. In The Mandalorian regiert Morgan Elsbeth die Stadt Calodan als Magistrat und sie ist erstaunlich zäh. Bewaffnet mit wenig mehr als ihrer Einstellung und einigen ernsthaften Fähigkeiten im Umgang mit einem Beskar-Speer, liefert sie sich einen anständigen Kampf mit Ahsoka in dem klimatischen Showdown im Samurai-Stil. Die erste Folge von Ahsoka enthüllt, dass sie mehr als nur Thrawns alter Lakai ist. Sie erwähnt beiläufig, dass sie auch eine der Nachtschwestern von Dathomir ist. You're a witch. A survivor. Diese mächtige Gruppe von dunklen Machtanwendern war in The Clone Wars eine bedrohliche Erscheinung, obwohl sie zu der Zeit, in der Ahsoka spielt, weitgehend ausgestorben zu sein scheint. Dennoch ist die beiläufige Enthüllung, dass der ehemalige Magistrat ein Mitglied dieser uralten Sekte ist, eine nette kleine Ergänzung, die dazu dient, die animierten Star Wars-Serien und die Live-Action-Serien weiter zu verbinden.
Nachdem Sabine verletzt wurde, besucht Ahsoka Sabines Haus, um weitere Informationen zu erhalten. Ahsoka hört das Ziehen von Lichtschwertern und wie die beiden Frauen miteinander sprechen. Diese Kraft hat in Star Wars viele Namen, aber die meisten kennen sie wahrscheinlich als Echo der Macht. Sie wird auch Sense Echo, Psychometrie und Rekognition genannt. Es handelt sich um eine Fähigkeit der Macht, die es dem Benutzer ermöglicht, Informationen über Ereignisse oder Personen durch einen Ort oder ein Objekt zu erhalten. In diesem Fall ist Ahsoka in der Lage zu hören, was während Sabines und Shins Kampf passiert ist. Das Echo der Macht hat eine Vorgeschichte in der Star Wars Legendenzeitlinie, die von Disney nicht kanonisiert wurde, als es neue Geschichten für Film und Fernsehen verfolgte. Dennoch haben Aspekte der Legenden ihren Weg in neue Geschichten gefunden und das Echo der Macht wurde in der Episode Die Jagd nach Zero von The Clone Wars offiziell wieder in die Star Wars Überlieferung aufgenommen. Viele werden das Echo der Macht wahrscheinlich aus den Jedi Fallen Order und Jedi Survivor Videospielen kennen. Nachdem sie erkannt hat, wie sehr sie Ahsoka braucht, kehrt Sabine nach Hause zurück und holt ihre Mandalorianer-Rüstung heraus. In Star Wars Rebels wird festgestellt, dass diese Rüstung über 500 Jahre alt ist, aber Sabine hat ihr natürlich ihren eigenen Stempel aufgedrückt. Sabine, die schon immer eine Künstlerin war, hat verschiedene Platten mit leuchtenden, kräftigen Farben gefärbt und sie so zu etwas ganz Eigenem gemacht. Ein Schulterstück trägt das Sternenvogel-Logo der Rebellenallianz. Das andere ist für alle, die Rebels gesehen haben, ein wahrer Genuss. Während der gesamten Zeichentrickserie malte Sabine verschiedene Tiere auf ihre linke Schulterklappe. In der letzten Schlacht mit Thrawn sind Purrgil zu sehen, im Wesentlichen Weltraumwale, die durch den Hyperraum springen können und Thrawns Sternenzerstörer mit Ezra an Bord in unbekannte Regionen entführen. In den letzten Momenten von Rebels sieht man, dass Sabine einen Purrgil auf diesen Panzer gemalt hat. Es scheint, als hätte sie es in den Jahren seither nicht verändert, was möglicherweise zeigt, dass Sabine dem mandalorianischen Weg für lange Zeit den Rücken gekehrt hat. Um in eine gefährliche Zukunft zu gehen, muss sie die Rüstung wieder anlegen.